Hallo zusammen. Heute sprechen wir über ein ganz tolles Thema. Ich freue mich sehr. Gerade als Einwanderer kann es eine ganz besondere Herausforderung sein, sich in einem neuen Land zum Beispiel auf eine Geburt vorzubereiten. Ich habe mir dazu einen Gast eingeladen und habe die Gelegenheit, mit einer Expertin auf dem Gebiet der Geburtsvorbereitung zu sprechen. Ich darf euch heute Karima vorstellen, eine erfahrene Doula, die sich darauf spezialisiert hat, deutsch- und auch englischsprachige Einwanderinnen hier in Uruguay vor, während und auch nach der Geburt zu begleiten. Wir sind gespannt darauf, in die Welt der Geburtsvorbereitung einzutauchen und auch in die Arbeit als Doula. Ich freue mich auf berührende Geschichten, hilfreiche Einblicke und vor allen Dingen wertvolle Tipps und wünsche euch viel Spaß dabei. Raus aus EU. Karima, herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich freue mich, dass du heute da bist und ich würde mich freuen, wenn du dich kurz vorstellen würdest. Sehr gerne. Ich bin Karima, wohne mit meiner Familie seit einem Jahr in Uruguay und bin 42 Jahre alt, arbeite als Doula, Coach und Traumafachberaterin für Psychotraumatologie. Okay. Doula. Heute haben wir gesagt, wir sprechen heute das große Thema Doula. Was ist eine Doula? Das ist so die erste Frage, die mir in den Kopf springt. Und vor allen Dingen, was machst du bei der Geburt? Was ist das eigentlich? Genau. Eine Doula, genau. Eine Doula ist eine Geburtsbegleiterin, die nichts Medizinisches macht. Es ist eine Begleitung, die die gesamte Geburt vor Ort ist. Die Begleitung beginnt schon vorher in der Schwangerschaft. Du hast mich jetzt ausgesucht. Ja. Du hast dich für mich entschieden und wir vereinbaren ein Paket, in dem es normalerweise 3 Vortreffen gibt. Und in dem finden wir heraus, was dein Wunsch ist für deine Geburt, wie du dir das alles vorstellst. Und wir bereiten deine Geburt, deinen Weg vor. Da gibt es ganz viele Informationen und sei es über die medizinischen Fragen, als auch, wie kann ich mich mental gut vorbereiten? Was ist eigentlich mit meinem Partner? Was kann der noch so tun? Und es gibt ganz viele Tools an die Hand und Übungen, die man schon im Vorhinein machen kann. Genau. Nach diesen ganzen Vorbereitungstreffen kommen wir dann dazu, dass eine Rufbereitschaft stattfindet. Und irgendwann, meistens so gegen nachts um 4, klingelt dann das Telefon. Da ruft entweder rufst du an oder dein Liebster, genau, und sagt, Karima, es geht los. Und genau, dann kann die Frau entscheiden, soll ich sofort kommen oder soll ich noch ein bisschen warten? Und dann komme ich an den Ort der Wahl. Also ich begleite Geburten oder Doulas begleiten Geburten sowohl zu Hause als auch im Krankenhaus, als auch im Geburtshaus. Und dann geht's los. Dann geht die Geburt los. Und ich bin die ganze Zeit dabei und schaue, was in dem Fall du brauchst. Okay. Ob du brauchst, dass du vielleicht eine Massage brauchst oder du benötigst einfach hier und da einen Schluck Wasser und ich töne mit den Frauen. Ich bin einfach vor Ort und gucke, dass sie alle ihre Bedürfnisse abgedeckt haben. Dazu kann auch gehören, dass ich dem Papa die eine oder andere Aufgabe mitgebe. Gute Entscheidung. Ja, weil diese ganze Aufregung, die da im Raum ist, die braucht es ja unter der Geburt. Das ist ja alles überträgt sich und deswegen ist es wichtig, weil der Papa will auch mal unterstützen und ganz viel helfen und das ist auch super. Nur manchmal ist es dann gut, wenn er die Energie so ein bisschen kanalisieren kann. Okay. Genau, und dann kriegt er schon in den Vorbereitungstreffen Übungen mit dem Rebozo-Tuch zum Beispiel, was er da machen kann bei seiner Liebsten oder andere Dinge. Ja, und dann geht die Geburt eben so lange, wie sie geht. Und die ganze Zeit ist die Doula an der Seite der Frau. Manche Frauen brauchen es einfach nur, dass die Doula in dem Raum ist, quasi. Ja, dass jemand da ist. Ja, genau. Ja. Und das Vertrauen da ist, jemand, den du schon kennst, den du sympathisch findest, der dir, deine Wünsche von den Lippen im meisten Falle nicht, sondern von den Augen abliest. Ja. Und einfach kontinuierliche Begleitung bietet. Okay. Genau. Und dann ist es so, dass die Doula auch häufig die Kommunikation zwischen dem medizinischen Personal und der Frau oder der Familie übernimmt. Im Sinne von, wenn dann da solche
ganz normale Fragen kommen, die ja dann immer den Neokortex ansprechen, also das Gehirn. Das wollen wir ja nicht unter der Geburt. Wir wollen ja die Urfrau haben und eine kraftvolle Geburt fördern. Und wenn die Frau immer angesprochen wird, kommt sie immer raus aus diesem Fokus, aus diesem Tunnel. Und deswegen ist das oft gut, wenn die Doula dann diese Aufgabe auch übernehmen kann. Oft macht das auch der Papa, je nachdem, wie aufgeregt der so ist. Oder ob er gerade Essen holt. Meiner hat nur Scherze gemacht. Ja, aber das ist gut. Lachen ist richtig gut. Das ist wunderbar. Ja. Okay. Wie wird man zur Doula oder wie bist du dazu geworden? Hat dich irgendwas besonders geprägt oder gibt es eine Ausbildung? Wie läuft es? Ganz unterschiedlich. Also es gibt mehrere Ausbildungen, die du machen kannst. Ich habe die Ausbildung bei Melanie Schöne gemacht, bei Doulas in Deutschland, die auch den großen Verein haben. Und mich hat der Weg dahin im Grunde meine eigene erste Schwangerschaft gebracht. Okay. Da hat sich so viel verändert und wie soll ich sagen, irgendwie hat dieses kleine Menschlein, was in mir gewachsen ist, einfach diesen Weg geebnet. Und so habe ich dann die Faszination für sowohl die Wurzeln, das hat mich schon immer sehr interessiert, also wo kommen wir her, wo kommen wir als Menschen her und wie funktioniert das alles, sowohl Geburt, Schwangerschaft als auch das Baby dann, wie geht das alles? Und das habe ich dann sehr akribisch studiert, möchte ich sagen. Und dann habe ich die Ausbildung zur Doula gemacht und bin Coachin geworden. Genau, und dann nach einigen Jahren dann eben auch Traumafachberaterin. Okay. Jetzt fragen sich viele, aber habe ich ja meistens den Arzt, ich habe eine Hebamme, dann habe ich den Papa noch. Was unterscheidet sich? Also was ist der Unterschied der Arbeit einer Doula von zum Beispiel einer Hebamme? Also die Doula macht nichts Medizinisches. Sie macht keine Vaginaluntersuchungen, nichts. Sie verabreicht gibt keinen, Infusion. Genau, keine Infusion oder sonst irgendetwas, sondern sie ist im Grunde ausschließlich für das Wohl der Frau zuständig. Das sind natürlich auch die Hebammen, die sind auch für das Wohl der Frau zuständig, ganz klar. Aber die Doula hat, weil sie sonst nichts anderes auf ihrem Zettel hat und keine weiteren Frauen betreuen muss, kann sie sich ausschließlich darauf konzentrieren und der Frau alles geben, was sie braucht. Also auch wenn sie im 5-Minuten-Takt Wasser haben möchte, mit dem Strohhalm angereicht. Sie möchte, dass du die ganze Zeit auf ihren Scheiß massierst oder ähnliches, kannst du das eben bieten. Okay. Genau, und deswegen ist der Hauptunterschied, dass du ausschließlich für diese eine Frau zuständig bist, die du eben schon im Vorhinein kennenlernst und die Familie kennenlernst und schon vorbereiten kannst, was sie genau brauchen möchte. Okay. Jetzt hast du vorhin gesagt, es gibt auch vor der Geburt schon Gespräche, um sich kennenzulernen. Heißt, es geht ja über die Geburt hinaus. Was für Leistungen gibt's daran noch? Genau, es gibt auf jeden Fall ein Nachtreffen, gehört quasi zum Standardprogramm. Dann wird die Geburt nochmal besprochen und ich gucke, wie läuft alles. Ist das alles gut mit dem Baby? Was brauchen sie sonst noch so als Familie? Ja. Das ist ja auch immer sehr wichtig. Und manche brauchen auch noch ein bisschen Betreuung danach im Sinne von, ich biete Artgerecht-Kurse an. Artgerecht ist ja eigentlich eher so ein Wort für Tiere. Also was braucht ein Huhn? Wie viel Platz kriegt eine Kuh? Aber wir sind ja Säugetiere. Und für uns kann man das auch sagen. Also wir können sagen, was braucht ein kleines Baby? Wie funktioniert das gut mit dem Schlaf? Wie funktioniert das mit dem Stillen? Windelfrei? Was ist überhaupt mit Tragen los? Muss ich das den ganzen Tag in ein Bettchen legen oder darf das an meinem Arm sein? Und wie kann ich das alles lösen? Ja. Dazu gebe ich Kurse und eben auch einfach Beratungen. Und wenn die Familie da im Anschluss noch Bedarf hat, dann mache ich das auch gerne und gucke, dass ich sie auch weiterhin begleite. Genau. Und so gibt es natürlich auch schon im Vorhinein die Möglichkeit, verschiedene Dinge zu machen. Zum Beispiel Rituale, die die Geburt begrüßen und die Kraft und Stärke der Weiblichkeit feiern. Eine Blessing Way zum Beispiel ist so ein Ritual, das ist sehr, sehr schön. Ja, das ist wirklich, ich liebe das wirklich, ist ganz ehrlich so toll. Die Frau wird im Grunde als Geburtsgöttin, wenn ich das mal so sagen kann, gefeiert. Ja. Sie wird wunderschön geschmückt und je nachdem, was so gewünscht ist, natürlich auch bemalt. Der Bauch wird bemalt und ihre liebsten Herzensmenschen sind dabei. Und es gibt so ein paar
Rituale, die da gemacht werden, um sie als Frau in ihrer Fruchtbarkeit und Weiblichkeit zu huldigen. Okay. Genau. Und das ist ein sehr, sehr berührendes Ritual, eine sehr berührende Zeremonie. Ja. Und es ist einmal diese Feier dessen, dass sie eben fruchtbar ist und schwanger sein darf und das alles darf. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Abschied, weil das macht man meistens kurz vorher. Nicht schon ganz am Anfang, sondern Rückland ist schon groß. Und dann ist es auch so ein bisschen dieser Übergang von der Frau zur Mutter, von dem Ganzen. Dieser Prozess wird gefeiert und diese Schwangerschaft ist ja auch eine sehr lange Zeit. Es ist ein wahnsinnig schöner Prozess und das ist sehr emotional. Okay. Genau. Und das ist auch was man buchen kann zum Beispiel und was gefeiert werden kann und sollte. Und es gibt nach der Geburt Rituale wie zum Beispiel Closing the Bones heißt das. Da wird die Frau in so Tücher eingewickelt, ziemlich fest, so dass dem Körper gesagt wird, dass die Zeit vorbei ist, der Schwangerschaft. Jetzt ist die Zeit vorbei und er darf sich wieder schließen. Ja. Und das ist auch ganz schön. Also es geht jetzt nicht so lange wie eine Blessing mehr, es geht keine 3-4 Stunden, aber es ist ein schönes Ritual, um diesen Prozess auch abzuschließen. Genau. Das ist auch was Schönes, was man auch machen kann. So, jetzt bin ich schwanger, also nicht wirklich, aber wir schnitt mal an. Warum sollte ich mir eine Doula nehmen? Was hat das für Vorteile? Also ich denke, jede Frau sollte eine Geburtsbegleiterin haben tatsächlich. Auch wenn der Partner dabei ist oder die Partnerin, ist ja alles möglich, denke ich, und nicht nur ich, sondern auch Studien belegen es, dass es auf jeden Fall ausschließlich positive Auswirkungen hat auf die Geburt. Das eine ist, es gibt nachweislich viel weniger Nachfragen auf Schmerzmittel. Es ist natürlich total okay, Schmerzmittel zu nehmen, wenn das gewünscht ist, alles in Ordnung, aber viele gehen ja mit dem Wunsch in die Geburt ohne jegliche Einwirkung von außen das Baby auf die Welt zu bringen. Und deswegen kann man das als positive Auswirkung sehen. Die Geburtsdauer ist auch nachweislich kürzer als alleine oder ohne professionelle Geburtsbegleiterin. Mhm. Und so gibt es da ganz viele Punkte, zum Beispiel weniger Eingriffe insgesamt, ob ich jetzt aufzähle, Sauglocke und was es alles gibt. Genau, und auch natürlich die Kaiserschnittrate ist deutlich geringer, wenn ich mit einer Doula in die Geburt gehe, und deswegen ist es auf jeden Fall ausschließlich positiv. Das Gute ist, du hast zum Beispiel jemanden an der Seite, die mit dir durch den Park läuft, wenn es noch nicht so weit ist, dass du in den sogenannten Presswehen sitzt oder hockst, sondern vorher einfach noch die Zeit verbringen willst. Ja. Ich habe Quatsch. Genau. Und positiv bleiben und lachen und einfach alles lockern ist immer gut. Und oft ist es im Krankenhaus ja so, dass das Paar an sich ist natürlich total aufgeregt, weil von nun an wird alles anders sein. Das ist das transformierendste Ereignis des Lebens. Das ist der Wahnsinn. Und natürlich sind alle angespannt und dann sitzen sie vielleicht manchmal im Vorwehenzimmer. Das ist nicht immer das Schönste. Es ist wenig Platz. Und was machen wir jetzt? Und warten und so. Warten ist und dann verschwinden vielleicht die Wellen, also die Wehen. Ja. Und dann gehe ich mit der Frau raus, gehe spazieren, wir laufen durch den Park und das ist einfach wichtig, zusammen in guter Stimmung zu sein. Okay. Genau. Und natürlich gibt es auch vieles, was man Wehenförderndes machen kann. Klar, keine Frage. Aber dieses Gesamtpaket zu sehen, was ist eigentlich alles noch mit dabei, weil es ist ja nicht, es geht los und eine Stunde später ist das Kind da. Es ist ja noch viel Zeit dazwischen, die verbracht werden möchte. Etwas. Genau. Je nachdem. Also es ist ja auch ganz unterschiedlich. Ja. Also bei uns waren es tatsächlich immer 12 Stunden. Ja. 3-mal 12 Stunden. Stopp. Von wegen, das zweite kommt schneller und das dritte kommt über Nacht. Nee, okay. Wir hatten immer ungefähr den gleichen Parcours. Okay. Genau. Gibt's was im Kopf geblieben ist? So ein Wow-Erlebnis, was du gerne erzählen möchtest? Ja, also Geburt, muss ich sagen, berührt mich immer. Ja. Es ist wirklich immer sehr, sehr emotional. Meistens weine ich auch mit. Das ist einfach so. Und eine Hebamme hat auch mal zu mir gesagt, Karima, wenn du irgendwann nicht mehr weinst, solltest du überlegen, was anderes zu machen. Also ich denke, es wird wahrscheinlich auch so bleiben. Aber zum Beispiel meine erste Geburt Geburtsbegleitung ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, weil es so alles hatte.
Es hatte dieses, was ich gerade erwähnt habe, wir sind durch den Park gelaufen, wir haben zusammen getanzt, wir haben so Beckenübungen gemacht und wir haben zusammen gegessen. Ich habe den Papa weggeschickt, weil der so aufgeregt war und sie ganz, ganz wuschig irgendwie gemacht hat, dass er hat so Aufgaben bekommen, damit er auch seine Energie ausleben kann. Und er hat dann was zu essen geholt zum Beispiel. Und dann kam er zurück und hat allerdings vegetarischen Döner geholt. Und das hat total gestunken. Also vor allen Dingen für die Schwangere, für die Gebärde. Ja, weil es ja mega ist. Ja. Gute Idee. Aber er hat ja. Er hat bestimmt gemeint. Wir haben es im Schrank versteckt, alles gut. Aber so Sachen zum Beispiel. Und dann, was ich daran so sehr im Gedächtnis behalte, war, dass diese ganzen Phasen so intensiv erlebt werden konnten mit ihr. Es war so, alles war so da. Diese ganze erste Phase und dann ging es so langsam über in das nächste. Und wir haben echt alles gemacht. Wir haben hinterher, als es dann, sag ich mal, richtig zur Sache ging, haben wir voreinander gekniet, so Kopf an Kopf und zusammen getönt und sie hat sich in mich rein festgekrallt und es war so muss es sein. Es war wahnsinnig kraftvoll, sehr selbstbestimmt und voller weiblicher Power. Das war wahnsinnig schön. Und wir hatten eine super tolle Hebamme, die werde ich auch nie vergessen, die war ganz, ganz toll. Und das war einfach ganz stimmig. Ganz, ganz toll. Cool. Ja, aber natürlich gibt's auch andere Geburten, ne? Klar, da ist nicht alles wunderschön, aber trotzdem ist es toll. Und wenn die Frau hinterher zu mir sagt, boah, Karima, ich habe das geschafft. Ich habe das ganz alleine geschafft. Dann weiß ich, ist alles richtig. Ich habe alles richtig gemacht. Cool. Genau. Okay. Jetzt hatten wir vorhin über die Kurse gesprochen für die Geburtsvorbereitung. Was gibt es noch? Es gibt Coachings, also eine 1:1 Beratung oder ein Coaching. Und das gibt es auf Deutsch und Englisch. Ja. Genau, das gibt es in Bezug auf die Geburtsvorbereitung und eben auch in Bezug auf das artgerechte Menschsein. Mhm. Also Familienleben. Okay. Jetzt habe ich was von einer App gehört. Ja, genau. Es gibt bald die Möglichkeit, meinen Kurs, den Babykurs, den Elternkurs, also wie gehe ich artgerecht, bedürfnisorientiert oder einfach natürlich mit meinem Baby um, den wird es bald als Videokurs geben und zwar bei einer App, die Babelli heißt. Kennen vielleicht auch schon einige. Und höchstwahrscheinlich auch auf meiner Homepage, aber gut, das gucken wir dann, was die Technik mir so für Herausforderungen schenkt. Genau, da freue ich mich drauf, wenn das alles fertig ist und dann das möglich ist, einfach so zu kaufen. Offline. Okay. Wie kann man dich kontaktieren? Gerne einfach über meine E-Mail-Adresse anschreiben. Ich melde mich sehr zeitnah zurück. Cool. Jetzt gibt's vielleicht auch Menschen, die nicht so tolle Erfahrungen gemacht haben, die vielleicht auch während der Geburt ganz, ganz viele Dinge erlebt haben. Was machen wir mit den Leuten? Ja, die Leute brauchen auf jeden Fall Begleitung. Ich habe irgendwann während meiner Arbeit über die Jahre für mich entschieden, dass ich eine Fachfortbildung mache zur Fachberaterin eben in Psychotraumatologie, weil ich gerne professioneller aufgestellt sein wollte für eben gerade diese Frauen und sagen wir mal einfach Familien. Auch Männer. Genau. Ja. Und es ist so, dass diese Menschen eine Fachberatung in Anspruch nehmen können, die auch online stattfindet. Ich würde aber immer dazu raten, die Geburt, egal mit Doula, ohne Doula, im Nachhinein aufzuarbeiten, im Sinne von, ich führe ein Gespräch von mir aus mit der Hebamme oder mit jemandem darüber, wie das alles verlaufen ist. Denn es ist immer ein sehr einschneidendes Erlebnis. Es passieren so viele Dinge manchmal gleichzeitig. Ja, aber auf jeden Fall ist es gut, das im Nachhinein nochmal wirken zu lassen und darüber zu sprechen und zu gucken, was hat es eigentlich mit mir gemacht? Was hat es vielleicht mit meinem Partner oder meiner Partnerin gemacht? Genau, und wenn eben traumatische Ereignisse stattgefunden haben, klingt immer für viele sehr hart. Ich würde einfach sagen, wenn die Geburt vielleicht sehr herausfordernd war, dann ist es unbedingt wichtig, das auch in Angriff zu nehmen. Da gibt es nämlich auch Probleme, die dann eben mit dem Baby auftreten können, die aufgrund einer extremen Geburt auftreten und gar nicht, weil Mamas machen sich ja dann immer sowieso Vorwürfe und haben Schuldgefühle, weil sie irgendwas falsch macht, sondern es ist oft
dass da das Geburtserlebnis extrem war. Das ist nicht nur für die Mama dann so, sondern eben auch für das Baby. Und das braucht unbedingt Aufmerksamkeit und Zuwendung. Eine rundum sorglos Paket. Genau. Würde ich sagen. Okay. Wow, es war ein tolles Gespräch. Ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit und auch, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Ich glaube, wir konnten super viele Fragen schon mal jetzt vorab beantworten. Wenn noch mehr Fragen da sind, dann wirklich freuen wir uns über einen Kommentar. Den kann man dann auch gleich direkt beantworten. Ansonsten natürlich per E-Mail. Und ja, was bleibt mir sonst zu sagen? Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Bis bald, das sehen wir's und Saludos! Tschüss!